Hallo liebe Zuschauer und Blender-Fans. Hier ist nun die erste angekündigte Beschreibung meines Workflows zur zweiten Animation, in welcher es um die Gehbewegungen gehen soll. Erstaunlicherweise habe ich auch dazu kaum Informationen gefunden. Die einzige ist die KI-generierte Beschreibung nach einer Google-Suche, die mein Vorgehen grundsätzlich bestätigt. Warum ich hier zur Demo als Vorlage den Entwurf aus meiner ersten Animation nehme, erkläre ich weiter hinten im Video. An dieser Stelle weiß ich auch noch nicht, kann nur vermuten, dass eventuell Blender-Komponenten wie zum Beispiel Driver eine Rolle spielen. Zum Thema. Zum Gehen eines Modells, hier meiner Lara, gehören sorgfältig ausgearbeitete Armaturen, sprich Bones mit den dazugehörenden Weight Paints. Beides setze ich hier voraus. Ich zeige hier die Vorgehensweise zu den Schrittbewegungen, die Lara vorwärts bringen soll. Also nicht die Beine nach deren Animation auf der Stelle hin und her schwingen lassen. Noch einiges zur Info. Erstens, ich bin hier für die Demo nicht so sorgfältig vorgegangen, wie ich es für die tatsächliche Animation tue. Auch habe ich bereits eine bestehende Animation genommen, in welcher es versteckte oder doppelte Keyframes geben könnte. Das sieht man an einigen Stellen, was aber für die Vorgehensweise an sich keine Rolle spielt. Zweitens, ich sehe mein Modell in der Basis stets von vorn. Das heißt, wenn ich vom rechten Bein spreche, ist es in der Realität eigentlich das linke. Drittens, die Richtung, in die Lara geht, wird einfach bestimmt durch den Druck auf die 3 auf dem Ziffernblock der Tastatur. Das heißt, Lara wird von rechts nach links gehen. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass wir auch wirklich den Beginn einer sauberen Animation haben, damit es keine Irritationen, zum Beispiel durch alte Keyframes gibt, wie ich sie eben unter erstens erwähnt habe. Dann wechseln wir im Hauptmenü zur Animation, achten dabei darauf, dass rechts die Bones angezeigt und aktiviert sind und der Pose-Modus eingestellt ist. Unten im Properties-Editor muss im Armaturen-Tab für gewöhnlich das dritte Symbol von unten, oben Pose Position, aktiviert sein. Dann haben wir hier den Ausgangspunkt des Vorgangs, also den, wo Lara zu gehen beginnt. Und noch ein wichtiges Übriges. Nach jedem der im Folgenden genannten Schritte unbedingt mit der Taste I Keyframes für die bewegten Bones setzen. Auch und gerade dann, wenn man nicht nur das gesamte Bein, sondern Unterschenkel und Füße gesondert platzieren will oder muss. Also nach jeder Animationsaktion, egal ob mit R oder links Move. Ich setze das im Folgenden voraus. Bevor es losgeht, noch ein Tipp. Ich nutze für diese Arbeit als Gridfarbe eine sehr deutliche, unübersehbare Farbe. Das hilft mir bei den folgenden Vorgängen. Los geht's mit dem ersten Zielframe, hier 25. Wir wissen natürlich, dass Blender die Bewegungen vom Start Keyframe, hier also 1, des jeweils animierten Bone, bis zum nächsten Keyframe automatisch durchführt. A. Wir setzen mit den passenden Keyframes das rechte Bein, einschließlich Unterschenkel und Füße, mit dem das Modell den ersten Schritt macht, nach vorn. B. Lara soll sich vorwärts bewegen, also muss sich das Standbein nach hinten strecken, wie wir es halt beim Gehen auch tun. Dabei aber auf dem Punkt bleiben, wo es stand. Also bewegen wir nach dem Muster unter A das linke Bein zurück. C. Jetzt müssen wir dieses linke Bein wieder auf den ursprünglichen Punkt zurückbringen. Dafür benutzen wir die oberste führende Armatur, unter der sich das gesamte Bone-Gerüst befindet. Hier ist es Bone 001 direkt unter Pose. Dafür scrollen wir rechts im Outliner mit dem Mesh, also auch Bone-Struktur, ganz nach oben und aktivieren den führenden Bone, indem wir draufklicken. Hinweis: Dieser übergeordnete führende Bone sollte sich zentral mitten im Mesh befinden. D. Jetzt aktivieren wir, falls noch nicht passiert, mit der Taste T links im Viewport die linke Toolleiste und klicken auf das Move-Symbol. Hier müssen wir aufpassen, dass der unter C markierte Bone aktiv bleibt. Zu erkennen daran, dass dieser hell hervortritt. Notfalls nochmal draufklicken. E. Nun gehen wir mit der Maus auf den grünen Pfeil, die Y-Linie, und drücken die linke Maustaste und halten sie auch gedrückt. Auch hier Vorsicht: Lässt man die Taste los und drückt sie schnell erneut, kann die Aktivmarkierung des unter C genannten Bones verschwinden. Dann nochmal aktivieren. F. Jetzt schieben wir mit der Maustaste den grünen Pfeil vorsichtig nach links
und können bald sehen, wie sich das gesamte Mesh in diese Richtung bewegt. Je nach Umfang unseres Meshs, Anzahl aller möglichen Komponenten wie Curves, Bones, Materialien und Ausstattung des PC kann das, muss nicht, einen Moment dauern. Und diesen Schritt führen wir durch, bis sich das linke Bein bzw. der Fuß wieder an exakt der Stelle vor der Aktion unter B befindet. G. Abschließend bzw. für den nächsten Schritt begeben wir uns mittels Timeline zum nächsten Frame. Das ist in meinem Demo-Beispiel Frame 50. Anmerkung dazu: Für Animationen mit möglichst viel Genauigkeit solltet ihr für einen Doppelschritt, also hier rechts, links, stets 100 Frames einplanen. Bei zu wenigen Frames für solche Abläufe könnte der Film unscharf, also unbrauchbar werden. Siehe auch mein Video dazu, steht auch in der Videobeschreibung mit der passenden Stelle. Diesen Vorgang von A bis F oder G, falls mehrere Doppelschritte geplant sind, führen wir nun erneut durch. Achtung, Standpunkt des rechten Beines bzw. Fuß merken. Wobei dann aber, was die Beine betrifft, rechts und links getauscht wird. Wichtig ist dabei noch ein weiteres. Man kann und sollte mit dem Play-Button direkt unter der Timeline die Animation testen, wie es hier zu sehen ist. Das klappt aber so nicht immer. Je mehr Komponenten gerendert werden müssen, desto langsamer wird so ein Test. Das hat dazu geführt, dass ich für meine zweite Animation stets Teilrenderings durchführen musste, was glücklicherweise sehr zügig ging. Mit diesem Mesh hatte ich aus Gründen, die ich bis heute nicht herausgefunden habe, stets Probleme mit der Performance. Zu Render-Einzelheiten hatte ich mich auch im eben genannten Video geäußert, an welcher Stelle steht ebenfalls in der Videobeschreibung. Es ist sicher Fummelarbeit, die Geduld und Akribie erfordert. Aber unterm Strich lohnt es sich, wie wir hier in der Demo und auch in meinen beiden bisherigen Videos mit Animationen sehen können. Ich wünsche euch viel Spaß, aber auch die nötige Geduld für euer Vorhaben. Und bei Fragen oder Anmerkungen hinterlasst gerne einen Kommentar und natürlich sehr gerne ein Like und ein Abo. Bis demnächst und wie immer wichtig, bleibt alle gesund.